Wir haben Claro entwickelt und das ist eine App, die medizinische Informationen für alle zugänglich machen soll und somit Arztbesuche verbessern soll. Genau, weil wir kennen das alle, wenn man einen medizinischen Befund erhält und man hat eigentlich keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und das wollen wir mit unserer App lösen, indem quasi KI genutzt wird, um diese medizinischen Befunde und Informationen einfach und verständlich zu erklären, alle Werte auf einen Überblick zusammenzufassen und noch weitere Funktionen wie Anamnese und ein persönliches Coaching anzubieten. Genau. Jetzt ist halt der passende Zeitpunkt dafür, weil mit KI kann man sehr schnell sehr viele Informationen verarbeiten und die Versorgung an sich im Gesundheitssystem ist, wie wir alle wissen, auch immer unter Druck. Es ist sehr viel Bürokratie, Ärzte haben nicht viel Zeit und dadurch könnte man so Patienten helfen und aber auch das Gesundheitssystem verbessern oder vereinfachen. Ähm, genau, unsere Zielgruppe sind dabei zum Beispiel Die Frage Menschen. noch, Achso, Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche, habt ihr die Präsentation auch vorliegen? ach so, Könnt ihr die ja, vielleicht? natürlich. Ich kann auch gerne. Also da gibt es Sehr so einen cool. Pfeil, der zeigt, weil das wäre, glaube ich, super auch für die Aufnahme, wenn wir da einfach ein bisschen mit visuell noch mit dabei sein könnten. Schauen wir mal. So, ich hoffe, man sieht's. Perfekt. Genau, dann starte ich noch mal kurz. Also es geht um Claro. Hier bin ich gerade schon kurz drauf eingegangen, dass einfach man damit das Verständnis beziehungsweise die Befunde einfach für alle klar und verständlich darstellen könnte. Genau, damit ist gemeint, dass eben das Gesundheitssystem unter Druck ist und insgesamt das einfach eine große Vereinfachung bedeuten würde und auch eine Verbesserung der eigenen Gesundheit, wenn man die Fachsprache eben versteht. Dann würden wir jetzt auch kurz noch die Demo zeigen. Also das wäre hier praktisch die Startseite, wenn man die App öffnet, wo man direkt unsere Hauptfunktion sehen kann, und zwar einen Befund hochzuladen. Das kann man dann entweder, indem man eine Datei hochlädt oder einfach direkt ein Foto aufnimmt. Darunter kann man dann hat man dann direkt einen Überblick über die ganzen Funktionen der App, die ich jetzt auch gleich nochmal näher präsentieren werde. Hier eben die Befunde, sich auch noch anzusehen, weil die werden auch gespeichert, sobald man sie hochgeladen hat. Eine Anamnese vorzubereiten, dieses persönliche Coaching und das eigene Profil. Im Zuge des Coachings bekommt man dann auch jeden Tag so kleine To-Dos, die man erledigen kann, einfach um seine Gesundheit zu verbessern. Und die werden dann auch nochmal hier direkt aufgeführt, dass man die dann auch abhaken kann, sobald man es gemacht hat. Unsere Kernfunktion, den Befund hochzuladen, sieht dann, sobald er hochgeladen ist, so aus. Man hat direkt eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, dass man einfach direkt weiß, was es überhaupt für ein Befund ist. Wenn man den dann anklickt, kommt man direkt zur einfachen Erklärung vom Befund. Man kann sich dann natürlich auch noch den Originalbefund anzeigen lassen, also der geht nicht verloren. Dann ist hier eben die Erklärung, also was im Befund steht, zusammen mit einem kleinen Überblick von den eigenen Werten, wo auch nochmal mit so einem Ampelsystem ganz klar gezeigt wird, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist. Diese einfache Erklärung kann man sich dann auch übersetzen lassen in verschiedene Sprachen, falls man irgendwie in anderen Sprachen das besser versteht oder von einer anderen Muttersprache ist, dann kann man sich diese Erklärung auch übersetzen lassen. Genau, und dann hat man aber trotzdem noch einen Überblick über die ganzen Befunde, die man dann auch filtern kann, wo man nach Befunden suchen kann, wenn man auf einen Befund zurückgreifen möchte. Genau. Dann, was man mit diesen Befunden machen kann, ist eine Anamnese erstellen. Da kann man dann direkt eingeben, zu welchem Arzt man geht. Zum Beispiel, man geht zum Orthopäden. Dann kann man hier eintragen, wozu man den Termin macht. Entweder man schreibt einfach Stichpunkte rein oder man wählt etwas von den schon vorgegebenen Stichpunkten aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schmerzen und Kontrolle klicke, dann
auf Anamnese erstellen, stellt mir die KI schon einen Vorschlag zusammen, welche Befunde für diesen Termin wichtig sein könnten. Ich kann dann hier auch noch auswählen, ob ich den dabei haben möchte oder nicht, andere Befunde hinzufügen und dann die Anamnese generieren. Dann hat man hier nochmal einen Überblick. Das kann man dann entweder nochmal bearbeiten oder speichern. Und sobald man es gespeichert hat, kann man das dann hier über dieses Feld auch direkt mit der Arztpraxis teilen. Dann die letzte Funktion, das Coaching. Das sind eben diese kleinen To-Dos, die auch von der KI zusammengestellt werden. Man kann auch einfach eigene To-Dos noch hinzufügen, wenn man sich selbst irgendwie ein Ziel setzt. Dann gibt es auch hier einen Kalender, der nur leider noch nicht ganz so funktioniert, wo man dann aber auch eventuell einen Arzttermin eintragen kann, hier direkt. Und dementsprechend werden dann auch die To-Dos angepasst. Also hier steht ja zum Beispiel auch Eisenwert mit Hausarzt besprechen. Also das wäre dann dem Kalender entsprechend angepasst. Und auch hier nochmal ein kleiner Überblick, dass man den Termin nicht vergisst. Und dann gibt es hier noch andere, einfach grundlegende Tipps für den Alltag. Wo man auch dann sich noch mehr Tipps geben lassen kann, wenn man das möchte. Und zu guter Letzt, was auch interessant sein könnte, ist das eigene Profil. Wenn man das vervollständigt hat und auch seine ganzen Befunde dann ja drin hat und Medikamente und sowas auch einträgt, dann hat man halt immer automatisch so eine kleine digitale Gesundheitskarte mit sich mit, wo einfach die ganzen Kerninformationen oben stehen, was ja auch zum Beispiel im Fall eines Notfalls, wenn man sich zum Beispiel auch in einem anderen Land befindet, wo die Daten nicht gespeichert sind, von großer Relevanz sein könnte.